Ja, mit den vorangegangenen Eindrücken heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Wir sehen hier zunächst einmal eine recht interessante Struktur, die wir so in den Videos noch nicht gesehen haben. Rein von der Bauweise her ist es schon auszuschließen, dass wir es hier mit der Bundeswehr zu tun haben, beziehungsweise irgendetwas aus Bundeswehrbeständen. Wir haben hier zunächst einmal oben ein recht breit ausladendes Dach, welches über den eigentlichen Rauminhalt des Gebäudes drüber hinweg geht. Und man spricht hier auch von einem Tarndach. Das Dach war also dazu gedacht, dass dort oben auch entsprechender Bewuchs stattfinden konnte. Und wenn wir das jetzt hier mal sehen, was sich hier entwickelt hat, ist natürlich enorm. Ihr seht hier diesen Nadelbaum, das ist echt ein dickes Teil. Der steht hier also wirklich mitten auf dem Dach und ist da gewachsen. Ich kenne die Tarndächer aber auch noch in anderer Variante. Da sind die eben nicht so gleichmäßig, sondern es gibt da entsprechende Ausbuchtungen. Ne? Da geht hier mal was rein und da geht mal wieder was raus, sodass man den Umriss da auch noch ein bisschen mit verschleiern konnte, um das aus der Luft noch schlechter sichtbar zu machen. So, wir haben es hier allerdings auch gar nicht mit Wehrmachtsstruktur zu tun, sondern eigentlich haben wir hier ja so gesehen eine zivile Bauweise, denn wir sind hier an der Nebenstelle bzw. an der Abteilung Diensthop der Eibia GmbH. Das Hauptwerk, das lag in Dörverden. Zur Eibia GmbH, wer das nicht weiß, zu dem kann ich mal eben kurz was vortragen, was ich da bei Wikipedia zugefunden habe. Und zwar die Eibia GmbH für chemische Produkte war ein deutsches Chemie- und Rüstungsunternehmen, das in Bomlitz in der südwestlichen Lüneburger Heide ansässig war. Es entwickelte sich von 1938 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges mit 5 Produktionsanlagen an 3 Standorten zum größten Produzenten des Deutschen Reiches für Schießpulver. Und genau das haben wir hier auch an dieser Abteilung, oder ich nenne das jetzt mal Außenstelle, in Diensthop. Hier haben wir nämlich sogenannte Pulverkistenlager und ich meine, dass insgesamt 5 dieser Pulverkistenlager hier angelegt waren. Wir hatten aber auch noch normale Lagerhäuser, die waren dann allerdings mit einem ganz einfachen Spitzdach, mit einem Giebeldach versehen und aus Klinkerbauweise. Und hier haben wir ja auch im Großen und Ganzen diese Betonskelettbauweise, die dann eben entsprechend mit Klinker ausgefüllt war. So, das Ganze richtig toll dokumentiert findet ihr auch auf der Seite relikte.com. Da werde ich euch auf jeden Fall auch den Link in die Videobeschreibung geben. Lohnt sich, das durchzulesen. Da hat man dann noch sehr viel mehr Hintergrundinformationen. Und wir haben jetzt hier auch gar nicht so die Mega-Zeit, uns jetzt jeden Stein anzugucken, jedes Fundament, was hier liegt. Das findet ihr, wie gesagt, dann auf der Seite da auf jeden Fall. Wir gehen jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum und ich schaue mal, was man hier so sehen kann und ob man dann zu den Strukturen noch in irgendeiner Weise was erklären kann. Ich glaube, hier steht auch noch eine Infotafel. Also ich schalte euch gleich wieder zu. Ja, hier haben wir ja schon direkt das zweite Pulverkistenlager, was hier steht. Zu den Türen vermag ich nichts zu sagen, ob die in irgendeiner Weise hier original noch aus dem Bestand dieses Gebäudes sind. Hier liegen auf jeden Fall diverse herum. Die sehen auch alle schon recht marode aus. Was wir hier allerdings draußen noch erkennen können, ist hier so ein bisschen Struktur. Hier war mal sicherlich in irgendeiner Weise was Elektronisches angebracht, gehe ich von aus, denn hier oben haben wir ja auch diese typischen Elektroteile. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie das heißt. Es ist echt fürchterlich, aber Elektrotechnik ist überhaupt nicht mein Thema. Und hier haben wir noch so einen Dachablauf. Da wird sicherlich auch mal eine Dachrinne dran befestigt gewesen sein, gehe ich stark von aus. Das lässt man eigentlich nicht so herunterfallen, denn letzten Endes spült es ja hier nur den Boden weg und beschädigt dann auch hier durch das Wasser den Putz. Gut, die hat bestimmt mal irgendwer geklaut. Insgesamt ist zu vermerken, dass wir hier früher auf jeden Fall Blendläden dran hatten. Das Ganze ist ja zugemauert. Aber achso, wir haben ja auch noch einen Keller. Guck mal an. Den haben wir auch noch. Ob ich da noch einmal reinschauen werde? Nein, werde ich nicht. Ist alles voll Wasser. Gehen wir nicht rein. So geht das dann hier in das Gebäude noch rein. Hier haben wir entsprechend von der anderen Seite auch noch einen Kellerabgang.
Was mir hier an dem Gebäude auffällt, wir haben hier nicht diese großen Betonträger, die wir gerade hatten, die das Dach hier gehalten haben. Vielleicht ist das auf der anderen Seite, dass das Gebäude hier halt andersrum steht. Wir gehen aber einmal kurz hier rein. So sieht das hier aus. Ja, die Tür, der Beschlag, das ist natürlich alles neuerer Art. Die wurden hier bestimmt, ja, guck, das wurde hier alles irgendwann mal reingesetzt. Ne? Das wurde, sieht man, dass es rausgenommen wurde, neu eingesetzt. Kann auch gut sein, dass hier die gesamte Innenstruktur vielleicht auch mal neu gemacht wurde, dass wir diese Wände, dass sie vielleicht nicht unbedingt drin waren. Hier scheint auch, das sind so Elemente, die man eigentlich für Fledermausschutz benutzt. Haben wir hier auch. Ah ja, hier riecht es auch ein bisschen wohnlich. Ist auch wohnlich eingerichtet. Und hier riecht es auch nach Tabak oder irgendwie sowas. Also könnte sein, dass hier vielleicht auch noch irgendwo jemand haust. Wollen wir natürlich nicht stören und das will ich auch gar nicht sehen. Komm mal mit! Deswegen verlassen wir die ganze Angelegenheit hier auch wieder. Könnt ihr mir vorstellen, dass diese Tür hier eigentlich gar nicht gedacht ist, dass sie offen steht, dass sich da jemand Zutritt zu verschafft hat, der eigentlich hier keinen Zutritt haben sollte. So, gehen wir mal weiter. Hier noch um die nächste Ecke herum. Hier war auf jeden Fall auch mal ein Eingang, wie man sieht. Und hier lag sicherlich mal so ein Fußabtritt, Rost drin. Oh, das haben wir hier. Hier sind auch noch Sachen. Können wir gleich vielleicht mal... Ne, das ist eingezäunt. Aber ich weiß auch nicht, was es ist. Interessant. Vielleicht finde ich das noch heraus. Dann blende ich euch das ein. Ja, ihr seht das hier ganz klar, Fledermausschutz. Ne? Da hier die Spalte offen gelassen, dass sie da rein können. Also, dass die Tür da vorne offen steht, ist sicherlich nicht gedacht. Und wir gehen einmal auf die andere Seite, um zu schauen. Nein, wir haben hier nicht, an dieser Bauweise haben wir diese großen Betonträger, die wir gerade gesehen haben, nicht. Die sind also jetzt erstmal einmalig. Da vorne ist ebenfalls noch ein Gebäude. Gehen wir gleich rüber. Wir gehen hier wieder auf die Straße drauf, damit wir uns hier nicht quer durch den Wald bewegen. Ja, was das hier ist, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall da. Und hier geht es, guck mal an. Ne, das sind alles so, ja, wahrscheinlich sind das hier nur so Versorgungsbereiche. Ne? Ich filme da mal einmal so drüber her, wie es gerade geht. So. Mehr kann ich euch da jetzt nicht bieten. Wir gehen wieder auf den Weg und ich melde mich gleich wieder. Aus der Richtung kommen wir. Und was mir hier auffällt, das ist hier die typische Panzerplattenstruktur, die man hier dann angelegt hat. Das sind wahrscheinlich auch einfach die Bereiche, die entsprechend stärker frequentiert wurden, weil ja hier ständig Verkehr nach links und rechts abging. Da gehe ich von aus, hat man dann diese Bereiche halt einfach verstärkt, weil das hört hier vorne, glaube ich, wieder auf. Oder das hört auch, vielleicht ist es hier auch gar nicht und es ist nur links und rechts. Ja, das ist jetzt auch Mutmaßerei, da habe ich leider auch nicht den Einblick. Aber vielleicht war da auch das gesamte Lager so ausgelegt und dass man es dann einfach zurückgebaut hat. Ist natürlich auch alles denkbar. So, wir kommen jetzt zur nächsten Struktur. Wunderbar. Also das sind Eindrücke. Das fügt sich hier auch wirklich klasse rein. Ne? Also wenn man das so sieht, tolle Bilder. Und hier haben wir dann auch wieder die Bauweise, die wir gerade zum Anfang hatten. Da haben wir dann wieder diese Betonelemente. Und das ist auch klasse, wenn man da mal drauf guckt, wie viele Bäume da drauf wachsen. Das ist also richtig, da muss also auch richtig enorm Boden drauf sein, dass diese Bäume da überhaupt drauf wachsen können. Wobei, das sind Flachwurzler, aber es sind doch auch, der eine oder andere kleine Laubbaum ist doch auch oben drauf. Schon interessant. Oh, hier haben wir noch einen Hinweis darauf. Sehr schön, da brauche ich nicht so viel zu erklären. Vor allen Dingen nichts, was ich nicht weiß. Das ist dann selbsterklärend. Prima. Das ist also schön, dass da so ein Hinweisschild an diesem Gebäude ist. Auch hier gehen wir noch einmal drum herum. Hier ist ein W angebracht.
lassen wir mal im Raum stehen. Es ist ein W angebracht. Ob das historisch ist und was es bedeutet, vielleicht finden wir noch eine Antwort darauf. Und hier ist das auch, oh ja, zur anderen Seite, ne, haben wir auch wieder diese Betonelemente da. Großartig. Das sind wirklich tolle Eindrücke. Sieht klasse aus. Ja, wir gehen jetzt extra hier hin. Ja. Wir gehen jetzt hier mal weiter. Da hinten scheint auch noch was zu sein. Und da vorne ist noch irgendwie eine Hinweistafel. Vielleicht aber auch auf den Baum, der da gepflanzt wurde. Egal, wir machen hier weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, gute Hinweistafel. Man hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dieses Ganze hier natürlich aufgelöst. Die Pulverhäuser geräumt und so weiter und so fort. Und wir sehen hier einen Hinweis darauf, ja, ich brauche es nicht zu erklären, es sind 9 Personen dabei ums Leben gekommen, weil das entsprechende Pulverkistenlager explodiert ist bei der Räumung wohl. Ja, wir haben hier eine freie Fläche. Also ich gehe davon aus, dass dieses Pulverkistenlager entsprechend auch hier stand. Deswegen wahrscheinlich auch die Hinweistafel. Wir haben hier vorne auch nochmal Struktur. Die andere, die ich meinte, liegt dort. Wir gehen erst dahin und dann gucken wir uns mal eben an, was wir hier noch für Fundamente vielleicht vor uns haben. Das scheint auch irgendwie ein Kellerabgang zu sein. Boah, interessant. Gucken wir gleich. So, von der Fläche kommen wir. Und das hier ist das, was ich angesprochen hatte. Also hier haben wir noch ein Pulverkistenlager. Können wir einmal eben noch grob dran lang filmen. Komm hier hin. So, einmal grob dran lang filmen, wie das hier so aussieht. Hier haben wir auch wieder die Struktur mit den Betonelementen. Ja, das ist großartig. Ja, und das hier vorne übrigens die Eisenarmierung rausplatzt. Das ist dem Umstand geschuldet. Warten Sie. Ja, dass das Armierungs- und Baueisen da so rausguckt, beziehungsweise dass hier der Beton abplatzt, das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass dort zu wenig Beton aufgebracht wurde. Ich meine, dass man da eine Mindeststärke von 2,5 Zentimetern aufbringen muss, dass sowas eben entsprechend nicht passiert. Aber dazu befrage ich nochmal den Dennis, denn der weiß das und der hat mir das auch schon mal gesagt. Und ich meine, dass ich das jetzt richtig wiedergebe. Und wenn nicht, dann schreibe ich es wieder in die Kommentare unten rein, beziehungsweise in die gelben Untertitel. Gut, wir gehen hier weg und wir schauen uns dann da vorne im Wald nochmal diese Elemente an, die da auf dem Boden noch zu erkennen sind. Und da sehen wir uns wieder. So, dann gehen wir mal hier ins Getümmel. Was haben wir hier? Tja, was haben wir da? Erstmal haben wir hier jede Menge Mücken, die hier schon wieder rumfliegen. Haben wir hier vielleicht eine Art Notausgang? Das mag sein. Und hier haben wir irgendwie ein Fundament. Und auf diesem Fundament stand mal was drauf. Hier muss ein Gebäude gestanden haben. Da vorne, da gehe ich von aus, das ist eine Mauer, die da so entsprechend vor das Gebäude gezogen wurde. Ah ja, guck mal an, das ist ein Treppenaufgang hier. Denke ich, dass sich hier eine Treppe befunden hat. Aber was war da und da? Da gucken wir erstmal eben nach. Oh, da ist der Abgang. Aha, da vorne geht es auch runter. Da schauen wir doch mal eben, was das hier war. Vielleicht haben wir hier drunter auch eben aufgrund dessen, was ich gerade meinte, da wäre ein Notausgang, dass wir hier einen Bunker auch haben. Aber dazu muss ich mal eben kurz den Hund anleinen, weil sonst wird das hier nichts. Augenblick. So, Hund ist verfrachtet. Da können wir uns hier diesen widmen. Oh ja, guck mal hier. Da steht auch alles leider unter Wasser, aber hier wäre ein Eingang. Ist auch zugemacht worden. Und das scheint hier ziemlich tief sogar unter Wasser zu stehen. So ist das eigentlich Zwergengröße. Das heißt, das muss noch richtig da runtergehen. Ich nehme an, einen guten Meter kann das wohl sein. Also, und ja, mutmaßlich
war das, ich denke mal, auch als Luftschutzkeller gedacht. Und hier oben könnte sich doch noch irgendeine Art von Gebäude drauf befunden haben. Ja, das weiß aber auf jeden Fall die Seite relikte.com, die ich nochmal hinweisen möchte. Da werdet ihr das sicherlich in Erfahrung bringen, was das war. Und ich habe jetzt hier noch ein Schild entdeckt. Ich glaube auch, oh, da hinten haben wir auch noch mal eine Struktur. Gehen wir gleich noch mal drauf ein, aber ich habe hier noch ein Schild entdeckt. Da schauen wir mal eben, was uns das mitteilt. Was haben wir hier? Ah, okay. Gut, dass das wenigstens ein bisschen ausgeschildert ist, das Ganze. Das ist sehr gut. Ja, darüber habe ich auch was gelesen. Es war ja auch gang und gäbe im Dritten Reich, ne, als die Männer an der Front vereizt wurden, dass man irgendwie auf Gedeih und Verderb hier im Hinterland natürlich die Produktion aufrechterhalten musste oder eben ausbauen musste. Dass wir natürlich hier den Einsatz auch von Kriegsgefangenen hatten und dass die natürlich, ja, wie soll man es auch sonst sagen, unter menschenunwürdigen Bedingungen hier gelebt haben. Ich habe gelesen, dass die auch im Winter auf dem Betonboden schlafen mussten, ohne dass sie irgendwie eine andere Möglichkeit hatten. Das sind natürlich mal wieder die Abgründe aus dieser Zeit, die sich da auftun. Das ist absolut unsäglich. Aber ja, ihr habt ja auch gesehen, was daraus geworden ist. So. Ja, damit sind wir an der Struktur, die ich vorhin schon durch den Wald angekündigt hatte, angekommen. Ob das hier eines dieser, sag ich mal, normalen Lagerhäuser war, wird sich noch herausfinden. Wir haben hier auf jeden Fall mehr oder weniger so ein Giebeldach. Das ist also schon ein Spitzdach. Und ja, verklinkert ist es auch. So, du bleibst da. Du bleibst. Und von innen sieht es so aus. Du bleibst. So machen wir das. Das ist allerdings... Ah ja, das ist auf jeden Fall hier auch... Ja, was sind das? Ne, das ist Beton, alles Beton. Das ist alles, was ihr da seht, ist Beton. Auch das Dach ist Beton, diese Streben hier, mein Gott, die sind alle Beton und in der Mitte haben wir dann noch hier dieses Ständerbauwerk. Ja, auch interessantes Teil, finde ich. Aber sehr dünn auch gearbeitet. Ne? Wir haben hier wirklich nur eine dünne Reihe Klinker und das war's schon. Ja, Hund hört auch richtig gut. Bin ich sehr mit zufrieden auch gerade. Ja, hier wird auch gerne mal was gegrillt. Okay, so, passt auf. Wir machen das jetzt wie folgt. Wir hören jetzt an dieser Stelle auf zu filmen. Es sei denn, da kommt jetzt gleich noch irgendeine ganz tolle Hinweistafel oder so, die uns hier noch weiterbringt. Komm mal her. Ansonsten sind wir hier von meiner Seite aus mit dieser Eibia-Betrachtung komm, in Diensthof durch. Wir fahren wieder zurück nach Hause. Und ja, wenn ihr hier irgendwas noch drüber wisst, was kommentieren könnt, immer gerne damit in die Kommentare rein. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne, wenn es heißt Joscha und Dexter auf Tour. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Ciao, Kakao.